Ich habe so ein bisschen die Anforderungen oder die Anwendungen abgefragt. Die konnte man mir sagen, es gibt hier Sitzungen. Logischerweise, Pandemie, wir haben heute nicht mehr alle Leute da. Das heißt also, es wäre natürlich schön, wir können einen Teil aus einer Teams, Zoom, whatever, Videokonferenz dazu nehmen. Vor Pandemie war es dann schon so, dass alle hier eine Präsenz hatten. Also es gab keine Videokonferenz für große Sitzungen. Es war auch nicht gewünscht oder nicht gewollt. Notwendigerweise musste man das erweitern. Zusätzlich ergab sich natürlich dann noch, es wäre ja schön, wir könnten mal ein Webinar aufnehmen, nur eine Schulung hier abhalten, weil das der einzige große Raum ist hier im Gebäude und im Umkreis, den man dafür nutzen kann. Und daraus hat sich im Prinzip die Anwendung ergeben. Also vielleicht fangen wir mit dem VoiceLift mal an. Wir haben eine Sprachübertragung von hinten links nach vorne rechts und umgekehrt, sodass man im Prinzip die Sprechstellen auf dem Tisch, die man normalerweise dafür bräuchte, dann entfallen lassen kann. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Lautstärke. Technisch ist das hier abbildbar. Danach geht es nicht mehr. Das haben wir darauf hingewiesen. Es hat aber auch in dem Rahmen funktioniert und es ist auch so akzeptiert worden und auch gut, man wollte ganz bewusst auch nicht hier die große Sprechstellenanlage auf den Tische aufbauen und den Raum relativ clean halten. Logischerweise kommen auch viele mit großen Ordnern. Das wäre halt auch ein bisschen der Tischfläche dann abgegangen, sage ich jetzt mal, dass einfach da die Möglichkeiten nicht so da sind. Ja. Für uns war es dann eigentlich schnell klar, dass eigentlich die Lösung nur mit einem Deckenmikrofon sein kann, weil auch die Mikrofone an dem Tisch hätten einfach eine Problematik gegeben, dadurch, dass wir vielleicht auch mal umbauen, sagen, der Raum nur im vorderen Drittel genutzt werden kann und hier hinten vielleicht noch mal ein Büro ist oder so. Also man wollte sich die Flexibilität erhalten und durch die Deckensysteme sind wir da relativ frei. Wir könnten auch mal eine Reihenbestuhlung machen oder eine parlamentarische Bestuhlung. Also auch die Möglichkeiten wird jetzt nicht gemacht, aber die Option bleibt erhalten für die Zukunft. So, die Anforderung ist tatsächlich gewesen. Wir haben gesagt, wir haben diese 40 Personen im Maximum, die wir aufnehmen wollen. Und haben gesagt, schön wäre, wir hätten ein Speaker-Tracking noch, also wir können wenigstens Gruppen aufnehmen. Ich müsste nicht zwingend jeden Einzelnen haben, aber wenn ich eine Gegenseite habe, möchte ich natürlich schon sehen, von ganz vorne den letzten würde er wahrscheinlich nur noch als Briefmarke erkennen. Also haben wir gesagt, wir teilen den Raum. Wir haben die erste Hälfte mit der vorderen Kamera, die an der ersten Leinwand montiert ist und haben in der Mitte praktisch eine zweite Kamera, die Speaker-Tracking für den hinteren Bereich übernimmt. Zusätzlich die dritte Kamera, die an der Säule montiert ist, die im Prinzip für eine klassische Referentensituation ist, also neben dem Referenten also auch die Funktionalität des Webinars oder des Online-Trainings oder so ermöglicht. Das war im Prinzip die dritte Kamera, die wir dann gebracht haben, die nochmal rückwärts in den Raum praktisch auf den Sprecher geht, der an einem Rednerpult steht. Ja. Was zusätzlich dann noch kam, war nach und nach dieses Thema Speaker-Tracking, was wir natürlich auch auf der QSC-Seite gut abbilden können. Also wir sind der sehr starken Freund von, das über die Audiogeschichte, das Speaker-Tracking zu machen, weil alle anderen Funktionalitäten datenschutzrechtlich als auch funktional durchaus kritisch zu bewerten sind, sage ich jetzt mal. Und in dem Moment, wo wir bei dem Audio sind, haben wir erstmal mit dem Kunden keinen Stress. Das ist ja hier repräsentativ, ganz sensible Geschichte. Und wir wissen auch aus unseren Erfahrungen, dass wir viele Möglichkeiten haben, Parameter zu setzen. Also wie schnell soll was stattfinden. Ich kann ein bisschen individuell auf den Kunden, auf den Nutzer eingehen, weil da die Unterschiede durchaus sehr stark sind. Also die Leute, die in so einem Tech-Talk sind, schnell durcheinander sprechen, brauchen eine schnellere Zeit. Hier in so einer Sitzung ist es immer ganz gut, die Kamera bleibt noch eine Sekunde stehen und geht dann erst rüber oder nimmt den nächsten Sprecher. Das hat sich einfach auch da bewährt, dass wir das machen. Und durch diese Funktionalität und die Flexibilität, die wir haben, müssen wir dem Kunden zwar sagen, wir stimmen es ab, aber wir gehen dann zum Schluss auch erst bei der Inbetriebnahme mit dem Kunden in die Details, weil er sich dann erst auch vorstellen kann, was passiert denn jetzt eigentlich? Weil ich kann ihm das vorher erzählen, er kennt das ja nicht. Also er muss sagen, ja prima, ich brauche die Sekunde, lass die ruhig stehen. Wenn der sich nochmal räuspert oder nochmal verabschiedet, der Mensch, dann bin ich nicht schon beim nächsten. Gewisse Sprachdisziplin gehört dazu, aber das haben die Leute dann schnell auch gelernt.
Und wir haben die Flexibilität, das jederzeit anpassen zu können und dazu reagieren können. Und das ist auch das Feedback hier aus dem Haus, dass man sehr zufrieden ist und das jederzeit wieder so umsetzen würde, weil es wirklich gut funktioniert hat. Und für uns das natürlich auch ein bisschen hier in die Region weiterträgt, in die Kanzleiwelt und die Bankenwelt, weil einfach, ich glaube, der Bedarf immer noch riesig groß ist, weil die Leute einfach dann merken, wenn sie so im Raum gesessen haben, die Videokonferenz gut und einfach funktioniert hat, ohne dass sich einer Gedanken machen muss, dann nimmt man das gerne wahr und sagt, das ist prima. Wir haben Kunden, die 8 Stunden im Tag vor einer Videokonferenz sitzen mittlerweile. Das muss dann schon gut funktionieren, sonst hat da keiner Freude. Ja.